Seit undenklicher Zeit profitierten unzählige Leute von der Bhagavad Gita. Als Arjuna nicht mehr weiter wusste, fand er durch die Worte von Lord Krishna die Lösung all seiner Probleme. Bereichere auch du dein Leben mit dem faszinierenden Dialog von Arjuna und Lord Krishna. Gauranga, Gauranga. Namaste! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserer Reise durch die Bhagavad Gita. In diesem Video beginnen wir mit dem ersten Kapitel. Im ersten Kapitel wird das Ganze erklärt, wird das Ganze in Szene gesetzt. Die Leute werden erklärt, welche in der Bhagavad Gita stattfinden, um welches da geht. Und wie es dazu gekommen ist, dass es überhaupt zu diesem wundervollen Dialog kam. Wir erinnern uns, Bhagavad Gita bedeutet der Gesang von Gott. Es ist ein Dialog von Arjuna, einem überaus mächtigen Kriegerprinz, und seinem besten innigen Freund Lord Krishna. Um das Ganze etwas zu verstehen, gehen wir der Geschichte etwas zurück. Die Bhagavad Gita ist ein Teil der indischen Geschichte, bekannt als die Mahabharata. Die Mahabharata hat mehrere Kapitel und die Bhagavad Gita ist ein Kapitel in der Mahabharata. Das wird genannt ein Pava, das sechste Pava, das sechste Kapitel der Mahabharata. So. Vor der Bhagavad Gita gibt es geschichtliche Aufzeichnungen und nach der Bhagavad Gita gibt es geschichtliche Aufzeichnungen oder eine Fortsetzung. Etwas sehr Interessantes und sehr Faszinierendes für mich ist, wie spezifisch die Mahabharata ins Detail beschrieben wird. Wir waren gestern in einem Schloss hier in England, wo die Leute im 12. Jahrhundert gelebt hatten. Das ist vor etwas mehr als 800 Jahre zurück. Und als wir da mit den Historikern gesprochen haben, sie ihnen einige Fragen gestellt haben, haben sie uns erklärt, das muss so gewesen sein oder das hat so stattgefunden oder hätte womöglich so stattgefunden oder könnte so gewesen sein, aber sie sind sich nicht 100% sicher. So, es ist eine Vermutung, es gibt auch Spekulationen, wie das Ganze war. Das war vor 800 Jahren. Die Bhagavad Gita, die Mahabharata, wurde vor 5000 Jahren niedergeschrieben. Und selbst nach 5000 Jahren, wir haben immer noch eine Wort für Wort Überlieferung. Nicht nur das, sondern spezifisch in verschiedene Gefühle, Emotionen, zwischenmenschliche Beziehungen und Ereignisse, die sehr, sehr persönlich sind, sind immer noch ins Detail für uns verfügbar. Das ist eigentlich sehr, sehr wundervoll. So, wir gehen zurück in der Geschichte. Vor 5000 Jahren wurde die Welt von Königen regiert. Einer dieser Könige hatte den Namen Pandu. König Pandu war ein sehr, sehr frommer König. Ein frommer König ist jemand, der im Dienste von Gott lebt. So, Könige zu dieser Zeit hatten ihr Leben gegeben im Dienste zum Höchsten, aber auch im Dienste zu allen anderen Lebewesen.
So, sie waren dafür verantwortlich, dass die Leute auf dem Planeten ein wohlhabendes Leben leben durften, damit es ihnen materiell gut ging. Wie zum Beispiel neben den Straßen, die gebaut wurden, wurden Bäume gepflanzt, damit sie im Schatten reisen konnten, aber auch immer wieder gab es Ausgrabungen von Quellen, wo frisches Wasser hochkam, damit sie sich erfrischen konnten. In den Städten hatte man Bächen und man hatte Fruchtbäume, Blumenbäume, so dass es angenehm war für die Bevölkerung. Die Steuern, die sie eingenommen haben, wurden ausgegeben zum Wohle der Bevölkerung. Ein König da, zumal war ein Diener der Bevölkerung, ein Diener des Höchsten, ein Diener der Bevölkerung. So, König Pandu hatte 5 Söhne, wie der Vater, so auch die Söhne sind. Diese 5 Söhne wurden genannt Pandavas und diese waren auch sehr, sehr fromme Leute und sehr qualifiziert, die Nachfolger der Thronerbe zu werden. Nun, König Pandu ist eigentlich, er hatte einen älteren Bruder, sein Name war Dhritarashtra. So, diese Namen sind jetzt eher etwas speziell, welche wir im ersten Kapitel lesen, besonders für uns in dem Westen, aber das ist okay. So, Dhritarashtra war der ältere Bruder von Pandu und die Tradition war da, dass der älteste Bruder die Thronnachfolge übernahm. Jetzt, Dhritarashtra wurde blind geboren und durch diese Einschränkung war er nicht fähig, die Thronfolge auf sich zu nehmen und deswegen wurde sie dem jüngeren Bruder König Pandu übergeben. Es wird auch beschrieben, dass Dhritarashtra nicht nur physikalisch blind war, sondern auch spirituell blind, blind im Herzen. Und das hat sich auch auf seine Söhne übergewälzt. Er hatte sehr, sehr viele Söhne und ein Sohn, welcher sehr bekannt ist, sein Name war Duryodhan. Duryodhan war sehr, sehr neidisch und eifersüchtig auf seine Cousins, die Pandavas. Denn er wollte der Nachfolger sein, der nächste König sein. Nun, was passiert war, ist, König Pandu starb sehr jung. Und somit auch die Söhne, die Pandavas, waren immer noch Kinder, als dieser starb. Und logischerweise Kinder sind noch nicht ausgebildet, dass sie ein Königreich führen konnten. Und deswegen wurde die Aufgabe, auf die Kinder aufzupassen und die vorübergehende Macht Dhritarashtra übergeben, bis die Söhne von Pandu alt genug waren und dann das Königreich übernehmen konnten, so wie es das Gesetz vorgeschrieben hat. Und natürlich Duryodhan war sehr, sehr neidisch und eifersüchtig auf das. Er wollte der nächste König sein. Wir sehen das heute auch in gewissen Familien, obwohl eine Familie der Ort der Liebe ist grundsätzlich. Leute können durch Eifersucht und Neid einander sehr, sehr viel Leid bescheren. Und so war es auch mit Duryodhan. Duryodhan war so bestrebt, die Pandava-Söhne auf die Seite zu schaffen. Er hatte sogar vor, sie zu töten, hat versucht, sie zu vergiften. Es gibt Aufzählungen, dass sie in ihrem eigenen Haus, er versuchte sie in ihrem eigenen Haus zu töten, indem er ihr ganzes Haus niederbrannten. So, sie mussten flüchten, sie mussten sich verstecken, sie mussten sich schützen vor Duryodhans Eifersucht. Nach irgendeiner langen Zeit, als sie erwachsen wurde, kamen sie von ihrem Versteck zurück und
haben da um ein Königreich gebeten. Wir müssen verstehen, die Pandavas, das sind Kshatriyas, die müssen ein Königreich führen. Das ist, was ein Kshatriya machen muss. Ein Kshatriya ist das sind Herrscher, die müssen ein Königreich leiten. So, sie haben da ein es wird beschrieben, ein kleines Stück Land bekommen, was eigentlich unbewohnbar war, wie eine Wüste. Aber sie haben sich da nicht daran gewehrt und haben dann dieses Land eingenommen, haben begonnen, auf diesem Land zu regieren. Und was passiert war, ist, die Geologie, das Wetter hat sich verändert, Regen ist gefallen auf dieses Land und hat sich auf eine wundervolle Weise verändert, hat begonnen grün zu werden und mit sehr, sehr vielen Reichtümern ausgestattet. Natürlich, was das wieder Duryodhan sehr eifersüchtig gemacht hat. Nun, es kam zu einem Punkt, wo Duryodhan einen Plan ausgesucht hat. Wie kann ich für immer diese 5 Brüder zur Seite schaffen? Er hat einen Plan geschmiedet, dass wenn ich sie herausfordere, ein Wettspiel zu machen, sie dürfen nicht ablehnen. Das war ein Kodex zwischen Kshatriyas. Wenn jemand herausgefordert wurde, die durften nicht das Spiel ablehnen. So, Duryodhan hatte die Pandavas herausgefordert, ein Würfelspiel zu machen. Das war ein 6-eckiger Würfel, welcher gefälscht war. Aber das haben sie da nicht gewusst. So, sie begannen dieses Würfelspiel zu spielen und haben eine Sache nach dem anderen verloren, bis sie grundsätzlich absolut nichts mehr hatten. Sie hatten alles verloren in diesem Spiel. So, am Ende haben sie alles aufs Spiel gesetzt und das Duryodhan hat gesagt, wenn ihr dieses Mal verliert, müsst ihr für 12 Jahre ins Exil gehen. Das bedeutet 12 Jahre aus dem Königreich und niemand darf euch sehen. Auch das haben sie verloren. So, diese 5 Brüder mussten gehen ins Exil für 12 Jahre. Und was da auch eingebaut war, am 13. Jahr durfte sie niemand entdecken. Wenn sie da entdeckt wurden, mussten sie eine weitere Runde von 12 Jahren ins Exil gehen. So, er war sehr ausgeklügelt, Duryodhan. Hatte versucht sicherzustellen, dass sie nie den Thron haben dürfen. Nach 12 Jahren kamen sie zu dem 13. Jahr und sie haben es geschafft, unentdeckt zu bleiben. In diesem 13. Jahr sind sie dann hervorgekommen und sind zu Duryodhan gegangen und haben ihn wiederum ein Stück Land gebeten, welches sie regieren könnten. Duryodhan kochte vor Wut und vor Eifersucht und hat ihnen gesagt, ich gebe euch nicht ein kleines Stück Land in der Größe, wo man eine Nadel hineinstecken könnte. Grundsätzlich, ich gebe euch nichts. Und dann hat sich das langsam aufgebaut. Die Leute, als sie sahen, dass die Pandavas zurückkamen, sie waren überglücklich. Sie müssen verstehen, die Pandavas waren fromme Leute und die Leute liebten sie. Sie wollten eigentlich, dass die Pandavas König wurden. So langsam hat sich die Bevölkerung begonnen zu spalten. Die einen haben die Seite von Duryodhan genommen, die anderen haben die Seite der Pandavas genommen und es hat sich langsam zu einer riesen Verhandlung aufgekocht, bis es zu einem Punkt kam, wo es nicht weiterging, die Verhandlung, wo sich grundsätzlich die beiden Armeen gegenüberstanden. Wir müssen verstehen, das ist ein riesengroßes Schlachtfeld. Früher waren die Kämpfe auf einem Schlachtfeld ausgeführt worden, nicht in den Städten, wo es Frauen und Kinder gab, alte Leute, sondern da wurden effektiv die Soldaten gingen auf ein Feld und sind sich da Mann und Mann gegenübergestanden. Jetzt müssen wir das so vorstellen, das sind Millionen von Soldaten, welche von überall auf der Welt herkamen. Das war sozusagen ein Weltkrieg, was da stattgefunden hat. Waren da in Reihe und Glied gegenübergestanden mit
schwer bewaffneten und reich bestückten Elefanten, Pferdewagen mit Soldaten drauf und Fußsoldaten. Es muss ein überwerfendes Schauspiel gewesen sein. Auf der einen Seite haben wir, wie gesagt, die Kurus mit Dhritarashtra, Duryodhan, und auf der anderen Seite haben wir die Pandavas. Da in der Pandavas, in dieser 5 Brüdergruppe, gehört Arjuna. Arjuna ist einer dieser 5 Kinder vom König Pandu. Ist einer dieser Pandava. Krishna, als der Freund von Arjuna, hat sich freiwillig erklärt, den Wagenlenker zu sein von Arjuna. Denn Krishna, wir wissen, Krishna ist die höchste Seele in Gott selbst. So, er hat das Versprechen gegeben, sich nicht in die Schlacht einzumischen. Denn wenn er sich einmischen würde, ich meine, wenn der Allmächtige sich in die Schlacht einmischen würde, es macht Bumm und alles wäre vorbei. Es wäre total unfair. So, Krishna hat gesagt, ich bleibe fern von der Schlacht, aber ich werde zum Diener meines Freundes Arjuna, werde diesen Dienst leisten, den Wagen zu lenken. So, als diese beiden Armeen sich gegenüberstanden, so weit man sehen konnte, 2 Armeen standen sich gegenüber, hat Arjuna Krishna gebeten, kannst du bitte den Wagen zwischen die beiden Armeen hindurchfahren, so dass ich sehen kann, mit wem ich es überhaupt zu tun habe, wer auf der anderen Seite steht, wer meine Gegner sind. So, das tat dort Krishna, hat den Wagen mit den 4 Pferden gelenkt zwischen die Armeen. Da sehen wir das Bild auf der Bhagavad Gita. Wir sehen da diese 4 Pferde mit Krishna als Lenker und Arjuna als Bogenschütze im Wagen. Und da ist etwas sehr, sehr Eindrückliches passiert. Arjuna hat auf der gegenüberliegenden Seite seine sogenannten Feinde gesehen, welche nicht wirklich Feinde waren, sondern ein Teil seiner Familie, seiner Lehrer, seiner Freunde, seinen Onkel und so weiter. So, ich werde ganz kurz hier einen Vers vorlesen vom 1. Kapitel. Da Arjuna, der mitten zwischen den Heeren beider Parteien stand, seine Väter, Großväter, Lehrer, Onkel mütterlicherseits, Brüder, Söhne, Enkel, Freunde und auch seine Schwiegerväter und seine Gönner. Arjuna sagte, mein lieber Krishna, beim Anblick meiner Freunde und Verwandten, die mit solcher Kampfbegierde vor mir stehen, beginne ich am ganzen Körper zu zittern und mein Mund trocknet aus. Mein ganzer Körper zittert, meine Haare sträuben sich, mein Bogen Gandiva gleitet mir aus der Hand und meine Haut brennt. In diesem Zustande war Arjuna nicht mehr fähig, im Wagen zu stehen, brach zusammen und musste sich niedersetzen. So was ist hier passiert. Ich meine, Arjuna ist ein Krieger. Wir können das vielleicht heute mit, nicht ganz, aber mit dem Grenadier vergleichen. Ein Grenadier ist komplett furchtlos, wenn es zum Kampf kommt. Ich meine, wenn wir eine Bombe sehen, wir rennen von der Bombe weg. Ein Grenadier, wenn ein Grenadier eine Bombe sieht, es sieht, wo ist das passiert und rennt zu der Bombe hin. Wo kann ich meinen Dienst leisten? Zu kämpfen ist die Natur eines Kshatriyas. Übrigens, das Wort Kshatriya können wir am ehesten verstehen oder zu vergleichen mit dem Wort die japanische Samurai. Das sind solche Krieger gewesen. Die wurden trainiert zu töten, die wurden trainiert zu kämpfen, die wurden trainiert, furchtlos zu sein. Jetzt, Arjuna, als einen solchen Krieger, bricht zusammen. Wie kann das sein? Arjuna ist auch nicht nur ein furchtloser Krieger, sondern auch sehr, sehr feinfühlig, mit einem sehr, sehr großen Herzen. Er ist ein Gottgeweihter, ein Freund von Lord Krishna und hat deswegen auch sehr, sehr viel Mitgefühl.
Nun, vielfach stellen die Leute die Fragen, die Bhagavad Gita ist ein spirituelles Buch. Wie kann das sein, dass das in einer Schlacht stattfindet oder um eine Schlacht geht? Wie kann es sein, dass der Hauptdarsteller der Bhagavad Gita grundsätzlich ermutigt wird, gegen seine Familie zu kämpfen? Das ist unakzeptabel für mich. Und das sind ganz einfach Leute mit einem sehr, sehr geringen Verständnis. Wir müssen verstehen, wir sind hier in der materiellen Welt. In der materiellen Welt, da gibt es Regeln, da gibt es Gesetze, welche wir befolgen müssen, damit wir harmonisch leben können. So, wenn zum Beispiel mein Bruder beginnt, gewalttätig zu werden, anderen Leuten Schmerzen zufügen, andere Leute töten und so weiter, dann kann ich nicht mit Mitgefühl handeln. Ich muss ihn aus dem Verkehr ziehen, obwohl er mein Bruder ist oder mein Vater oder meine Schwester oder mein Onkel, was immer es ist. Und das ist die Verantwortung des Kshatriyas. Ein Polizist, auch hier in dieser Welt, muss manchmal Gewalt anwenden, damit der Friede aufrecht erhalten werden, aufrecht bleiben kann, aufrecht gehalten werden kann. So, auf ähnliche Weise, es war die Pflicht von Arjuna zu kämpfen, sodass der Weltfrieden aufrechterhalten werden konnte, damit die Bevölkerung im Frieden sich materiell, aber auch spirituell wohlfühlt. Es war seine Pflicht. Nun, hier haben wir die Szene gesetzt. Arjuna steht von der gegenüberliegenden Seite, wo er sieht, das sind auch Leute, die ich kenne, die ich respektiere, die ich liebe. Und jetzt, seine Kraft hat sich verloren. Grundsätzlich, er hat komplett seine Fassung verloren. Und das ist das Faszinierende an der Bhagavad Gita, an dieser Szene, wo die Bhagavad Gita befindet. Lord Krishna hat das Ganze so ausgesucht, die Bhagavad Gita so zu sprechen, damit wir das auch an uns übertragen können. Wir alle, früher vielleicht haben wir das schon, oder vielleicht werden wir irgendeinmal auch in eine solche Situation kommen, wo wir nicht mehr können, wo wir zusammenbrechen, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen. Und dann können wir, genauso wie Arjuna, was wir später sehen werden, von diesen unbeschreiblich tiefgreifenden, wundervollen Weisheiten und Worten von Lord Krishna Gebrauch machen und unser Leben bereichern, uns auch wieder Aufschwung holen von diesen wundervollen Worten. Und wenn wir die Bhagavad Gita später durchgehen, wir werden sehen, wie tiefgreifend, berührend und hilfreich diese Worte auch auf unser Leben sein können. So, als Arjuna da zusammenbrach, das ist grundsätzlich der Beginn der Bhagavad Gita. Ich möchte ganz kurz noch einen Vers vorlesen, der letzte Vers dieses Kapitels. Sanjaya sagte, nachdem Arjuna auf dem Schlachtfeld diese Worte gesprochen hatte, warf er sein Bogen und seine Pfeile zur Seite und setzte sich, von Schmerz überwältigt, auf dem Streitwagen nieder. Und das war's für Arjuna. Er konnte nicht mehr kämpfen, er wusste nicht mehr, was zu tun ist. Er war überwältigt von Leiden, er war überwältigt von Schmerz. Sein Glück aber war, er hatte Lord Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, sein bester Freund, direkt neben sich, welchem ihm jetzt die Hand reicht und ihm mit seinen Anweisungen wieder hochhilft. Und das ist nun der Beginn der Bhagavad Gita. Und das ist nun die In-Szene-Setzung dieses unbeschreiblichen, wundervollen, süßen, aber sehr, sehr tiefgreifenden Dialoges von Lord Krishna zu Arjuna. Und da werden wir im nächsten Video weiterfahren, wo wir mit dem zweiten Kapitel beginnen. Die Lösung zu hören von Lord Krishna. So, wir bedanken uns recht herzlich. Bis zum nächsten Mal. Namaste.